Was ist der Unterschied zwischen hin und her? Genau das erkläre ich dir im heutigen Video. Außerdem auch, was passiert, wenn du hin mit anderen Adverbien, anderen Verben oder Präpositionen verbindest. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Heute geht es um die lokalen Adverbien hin und her. Gestern in meinem gestrigen Video habe ich dir schon den Unterschied zwischen lokalen Adverbien und lokalen Präpositionen erklärt. Aber vor allem die zwei kleinen Wörtchen hin und her machen vielen Schülern große Probleme. Dabei ist der Unterschied eigentlich ganz einfach, denn hin bedeutet immer vom Sprecher weg und her ist das Gegenteil davon, nämlich zum Sprecher hin. Und damit ich dir das noch wesentlich besser an Beispielen erklären kann und dir auch zeige, was passiert, wenn du hin und her mit anderen Adverbien, anderen Verben oder Präpositionen verbindest, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Die Adverbien hin und her. Ganz allgemein beschreibt das Adverb hin immer eine Bewegung vom Sprecher oder Subjekt weg und das Adverb her beschreibt eine Bewegung auf dem Sprecher zu. Hin, wie hier, vom Sprecher weg. Her in Richtung des Sprechers. Die zwei Versionen kennst du bestimmt schon aus den Fragewörtern woher und wohin, denn beide fragen nach der entsprechenden Richtung. Und sie können zusammen oder getrennt geschrieben werden. Zum Beispiel, wohin gehst du? Du kannst genauso gut sagen, wo gehst du hin? Hier ist es noch offensichtlicher. Woher kommst du oder wo kommst du her? Das ist die Kombination der Frage wo mit dem Adverb hin oder her. Und wenn man lokale Adverbien mit hin oder her kombiniert, geben sie immer eine genaue Richtung vom oder zum Sprecher an. Zum Beispiel dahin, daher, dorthin, dorther, hierhin und hierher. Kleiner Beispielsatz: Ich gehe dorthin, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Also ich gehe von meiner jetzigen Position weg, nämlich dorthin, wo wir uns getroffen haben zum ersten Mal. Also in den Ort, ich gehe an den Ort, in eine Richtung, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Sprecher kann hier auch das Subjekt sein. Es muss nicht zwingend der Sprecher sein, sondern es könnte auch sein, er geht dorthin, wo er sich mit ihr das erste Mal getroffen hat. Also da ist das Subjekt im Vordergrund. Meistens ist es aber der Sprecher. Genau. Und diese Adverbien hin und her können nur mit diesen anderen Adverbien kombiniert werden. Wenn du aber trotzdem eine Richtung ausdrücken möchtest, kannst du sie auch mit Verben und Präpositionen kombinieren. Kleines Beispiel mit Verben. Da werden sie als Präfix von trennbaren Verben benutzt und funktionieren mit allen Verben, die eine Bewegung beschreiben. Und sie geben dann immer die entsprechende Richtung der Bewegung an. Wie zum Beispiel, komm bitte her, ich muss mit dir reden. Kommen, allein, oder herkommen. Herkommen bedeutet immer zum Sprecher hin, zu dem, der gerade etwas sagt, hin. Geh bitte irgendwo anders hin, ich brauche Ruhe. Hier, weg von mir. Irgendwo anders hin, deswegen weg vom Sprecher. Irgendwo ist hier auch ein lokales Adverb, deswegen habe ich das hier auch blau markiert. Geht bitte irgendwo anders hin, weg von mir. Komm bitte her zu mir. Und das Ganze funktioniert dann auch noch in Kombination mit Präpositionen.
Damit wird die Richtung noch genauer bestimmt. Anna kam ins Haus hinein und ging gleich wieder heraus. Hier siehst du schon, die Präposition in steckt hier drin und hier steckt die Präposition aus drin, und das wird gemacht, um es nochmal genauer zu machen, weil du könntest auch sagen, Anna kam ins Haus, das reicht eigentlich schon aus, und ging gleich wieder nach draußen. Das nach draußen wäre auch ein normales lokales Adverb, aber hier bezieht sich es zurück auf das Haus. Nein und raus. Das Ganze kannst du auch mit rein und raus abkürzen. Dazu aber später noch mehr. Ich will den Berg hinauflaufen und dann wieder herunterlaufen. Hier wird es auch doppelt kombiniert. Hier ist die auf den Berg laufen und herunterlaufen. Nach unten wird beides immer Verb mit Präposition kombiniert hier, und dann gibt hin und her, gibt die Richtung an. Ich kann über die Mauer hinüber sehen, aber er kann von der anderen Seite herüber sehen. Also auch hier wieder die Richtung. Hinüber ist weg von mir und herüber ist zu mir. Aber die Bedeutung ist die von der Präposition, nämlich über etwas sehen können, dass der Blick nicht mehr blockiert ist. Das ist die eigentliche Bedeutung hier, und hin und her geben dem Ganzen noch die Richtung dazu. Also hin und her gibt immer die Richtung an, die Präposition plus das Verb gibt die eigentliche Bedeutung an. Hin und her geben dem Ganzen nur eine Richtung. Und das Ganze kannst du, wenn das Präposition plus hin oder her ist, kannst du das auch abkürzen, nämlich mit raus und rein. Also unabhängig dann von hin oder her, einfach das R davor auch runter, rauf, rüber ist immer die Abkürzung davon. Beide Versionen gelten als absolut korrekt. Benutzt wird vor allem in der gesprochenen Sprache die Variante raus, runter, rauf, und in der geschriebenen Sprache häufiger mehr hinein, heraus und so weiter, weil es etwas offizieller klingt. So, jetzt weißt du, wie die lokalen Adverbien hin und her funktionieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und einen Like dalässt. Und morgen im nächsten Video sehen wir uns dann wieder zu den Konjunktionaladverbien. Das sind die Adverbien, die Sätze, Satzteile oder Wörter miteinander verbinden. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Deutschlernen.